Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFI. Heute mit einer Weihnachtskarte zum Thema Weihnachtsdorf. Ja, nun geht es nur noch ein paar Tage und schon ist das große Fest. Hier jetzt noch eine schnelle Karte, eine sehr einfache Karte, auch sehr gut für Anfänger geeignet und mit einigen Techniken verpackt. Wir feuchten die obere Hälfte des Blattes an, holen uns ein Heliocyanin-Blau, starten oben und lassen es nach unten zum Horizont hin ein bisschen sanfter werden. Den vorderen Bereich, den Schneebereich, beziehungsweise den unteren Bereich, den schattieren wir nur ein bisschen. Da legen wir ein sanftes Layer drauf, also ganz wenig Farbe nur, sehr verdünnt. Ja, wir lassen es trocknen, nehmen dann ein altes Papier oder ein Papier, was wir nicht unbedingt brauchen, und decken den Schnee damit ab, sodass wir die Bäume mit der Elastip Nadelholztechnik malen, anlegen können, auch wieder mit einem Heliocyanin-Blau und auch nicht zu dunkel zuerst die erste Schicht, so dass wir ein Hinten und vorne bekommen. Jetzt können wir noch einmal drüber gehen mit intensiverer Pigmentierung. Ich habe es zwischendrin trocknen lassen. Ja, die zweite Schicht einfach vorne drüber legen und jetzt nach unten hin ins Weiß hinein nochmal ein bisschen verblenden, so dass man einen Waldrand-Schatten ein bisschen bekommt, dass sie da gut fest auf dem Boden stehen und unten der weiße Schnee liegt. Ich habe mit Weiß auf dem trockenen Papier ein paar Häuschen vorskizziert, einfach da, wo ich das Gefühl habe, könnte es schön sein, und mit einem alten Detailpinsel, oder ihr könnt einen Schrubberpinsel verwenden, irgendeinen Borstenpinsel, könnt ihr die Dächer, diese verschneiten Dächer der Häuschen auswaschen, abtupfen mit einem sauberen Taschentuch und dann ja auch noch die Fenster auswaschen, sodass man ein Licht bekommt dazwischen, also da, wo die Fenster hell herausleuchten, wo die Menschen Weihnachten feiern und das Licht, das warme Licht in die kalte Winternacht hinausleuchtet für den Wanderer, der da vorbeikommt und das sieht und sich vielleicht eingeladen fühlt in diesem kleinen Weihnachtsdorf. Ja, wenn wir es gut ausgewaschen haben und abgetupft, das Ganze macht man mit einem klaren Wasser, also wir waschen aus mit klarem Wasser, dann malen wir uns die Häuschen. Hier dieses erste habe ich jetzt einfach über den dunklen Hintergrund, deswegen wird es fast ein Violett, mit einem Alizarin-Karmesin grundiert. Ihr seht, es steht schön dunkel mit dem weißen Dach vor diesem blauen Hintergrund. Ja, dieses Häuschen hier male ich mit Kobalt-Türkis. Das steht da schon recht in der Helligkeit. Hier noch einmal mit einem Alizarin-Karmesin. Einfach grundieren, dort wo das Häuschen sein soll, unterhalb der Schneedächer. Dieses hier mache ich mit einem recht intensiv pigmentierten Heliocyanin-Blau. Das ist auch sehr gut sichtbar hier im Vordergrund. Und jetzt nochmal eins mit einem Kobalt-Türkis, wo ich aber unter dem Dach auf jeden Fall mit einem Heliocyanin-Blau abdunkle, sodass ein guter Schatten entsteht dann. Das muss ich bei allen machen. Ich muss alle unter den Dächern schattieren und kann dann in den Fenstern das Licht anzünden, sozusagen mit einem Cadmiumgelb-Zitron. Tupfe dann auch noch ein Zinnoberrot in dieses Gelb hinein, dass es sehr warm wird, dass man ein warmes Licht nach außen sieht. Und dann kann man ein paar Auswaschungen vornehmen, sodass ich Dreidimensionalität in die Häuschen bekomme. Also die Vorderwand, die Frontwand kann man ein bisschen auswaschen, sodass man eine Seitenwand dunkler hat und die Vorderwand heller. Eben dann, wie gesagt, mit einem Heliocyanin-Blau auch unter dem Dach sehr intensiv das schattige Dunkel malen
und gegen die Hauswand hin, gegen unten hin verblenden, sodass es keinen harten Übergang bekommt, sondern dass alles schön ineinander fließt und wirklich echt ausschaut, dass man sich nicht beim Anschauen stößt daran. Auch den Schnee muss ich ein bisschen schattieren. Wenn ihr mal in den Bergen gewesen seid und wirklich so Stecher gesehen habt mit viel Schnee drauf, dann kann man wirklich beobachten, dort, wo das Licht drauf fällt, da ist es weiß und überall dort, wo es nicht drauf fällt, da ist es bläulich schattig. Mit einem Schrubberpinsel kann ich jetzt noch Rauch in den Himmel ziehen, vor den Wald in den Himmel. Aus diesem Dorf aufsteigender Rauch, denn die müssen sicher gut heizen. Es sieht sehr kalt aus in dieser Winternacht. Überall dort, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr Schnee, ein bisschen mehr Helligkeit, da wasche ich nochmal aus mit dem Schrubberpinsel und tupfe ab mit dem Taschentuch, mit einem sauberen Taschentuch. Und schon habe ich einen sehr weißen Schnee. Vorne links zaubere ich noch mit der Nadelholztechnik und dem Elastip einen dunklen Nadelbaum in Peinesgrau-bläulich. Auf der linken Seite mit einem Heliocyanin-Blau und auch unterhalb von der Tanne den vorderen Bereich abdunkeln, schattieren, sodass es haptischer wird. Und jetzt zum Schluss kann ich noch die Stellen, wo die Lichter aus den Häusern auf den Schnee leuchten, die kann ich mit Gelb und ein bisschen Zinnoberrot noch anwärmen, kolorieren, freundlich machen. Mit einem Deckweiß. Ganz zum Schluss holen wir ein Deckweiß. Ich habe das von Schminke und damit klopfe ich ganz locker über meinen Finger, nehme genug Feuchtigkeit dazu, genug Pigment, aber auch genug Feuchtigkeit, sodass wenn ich so drüber spritze und den Schnee da drauf klopfe, ich wirklich eine verschneite Schneenacht bekomme. Verschneite Schneeweihenacht bekomme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf weitere Karten mit euch. Nächste Woche kommen Glitzerkarten dazu. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.